Eine englische Mastiff, 90 Kilo schwer, wurde dreimal ins Tierheim zurückgebracht. 3 Familien, 3 Misserfolge, 847 Tage in einem Betonzwinger. Und dann drückte eine hochschwangere Frau ihre Hand gegen die Gitterstäbe und Golda tat etwas, das sie seit Monaten nicht mehr getan hatte. Was 4 Monate später in diesem Haus passierte, um genau 3:09 Uhr morgens, ist der Grund, warum diese Geschichte erzählt werden muss. Jeder im Tierheim Maplewald kannte Golda und jeder wusste dasselbe über sie. Sie war der Hund, den niemand behalten konnte. Golda war eine englische Mastiff, 90 Kilo goldenes Fell, ein zerknittertes Gesicht und Augen so tief, dass Menschen wegschauten, bevor sie eigentlich aufhören wollten, hineinzuschauen. Sie war schön auf eine Art, die Fremde auf dem Gehweg innehalten ließ. Und sie war, laut 4 verschiedenen Familien in 3 Jahren, einfach zu viel. Die erste Familie brachte sie nach 6 Tagen zurück. Sie ist zu überwältigend. Sie nimmt das ganze Sofa ein. Die zweite Familie hielt es 11 Tage aus. Sie lehnt sich an alles, an die Wände, die Möbel, die Menschen. Wir schaffen das nicht. Die dritte Familie, und das war diejenige, die dem Team am meisten wehtat, brachte sie an einem Sonntagmorgen zurück. Ohne Vorwarnung. Kein Zettel, keine Erklärung. Sie fuhren einfach vor, gaben die Leine ab und fuhren weg, ohne noch einmal zurückzublicken. Golda stand einen langen Moment lang auf dem Parkplatz und schaute dem Auto nach, bis es um die Ecke verschwand. Dann drehte sie sich um und lief alleine zurück ins Tierheim. Die Tierheimleitung, Daniela, sagte, sie würde dieses Bild nie vergessen. Ein 90-Kilo-Hund, der sich selbst zurück in seinen Zwinger führt. Als hätte sie schon aufgehört, etwas anderes zu erwarten. Nachdem sie 3-mal zurückgebracht worden war, hatte das Team still und leise aufgehört, sie im Adoptionsbereich besonders hervorzuheben. Keine großen Fotos mehr, kein Hund der Woche. Sie liebten sie viel zu sehr, um zuzusehen, wie sie noch einmal abgelehnt würde. Golda war 847 Tage im Tierheim, als Rebecca durch die Tür kam. Rebecca war 29 Jahre alt, Kinderkrankenschwester und im 8. Monat schwanger. Sie war mit ihrem Mann Markus ins Tierheim gekommen, um, wie Markus es formuliert hatte, etwas Kleines, etwas Ruhiges, etwas zu adaptieren, das unsere Eltern nicht erschreckt. Er hatte eine Liste auf seinem Handy, eine Tabelle. Rassen, Größen, Temperamente. Golda stand nicht auf der Liste. Aber Goldas Zwinger befand sich am Ende des Flurs und Rebeccas Füße trugen sie dorthin, ohne um Erlaubnis zu fragen. Sie stand lange vor dem Zwinger. Golda stand nicht auf. Sie bellte nicht. Sie lag auf der Seite, eine riesige Pfote über den Rand ihres Bettes gelegt und schaute Rebecca mit diesen bernsteinfarbenen Augen an, so als würde sie ein Buch lesen, das sie längst ausgelesen hatte. Sie wurde 3-mal zurückgebracht, sagte Daniela von hinten. Das wollte ich euch sagen, bevor ihr irgendwas entscheidet. Markus schaute auf den Zwinger, auf sein Handy, auf Rebecca. Rebecca kniete sich bereits hin, ihre Hand flach gegen das Gitter gedrückt, und Golda, zum ersten Mal seit Wochen, laut 3 verschiedenen Mitarbeitenden, die es miterlebten, hob ihren riesigen Kopf, langsam, und drückte ihre Nase gegen Rebeccas Hand. »Wir nehmen sie«, sagte Rebecca. Markus steckte sein Handy ein. Die ersten 2 Wochen waren genau das, was 3 Familien vorher beschrieben hatten. Golda belegte das gesamte Sofa. Sie lehnte sich beim Vorbeigehen an die Wände. Sie trank die Hälfte einer Wasserschüssel und schaffte es irgendwie, die andere Hälfte auf dem Küchenboden zu verteilen. Sie schnarchte so laut, dass Markus eine Dezibelmesser-App herunterlud und Rebecca um 2 Uhr nachts die Messwerte schickte. Aber sie wich nie von Rebeccas Seite. Kein einziges Mal, keine einzige Stunde lang. Wenn Rebecca an der Küchentheke stand, saß Golda auf ihren Füßen. Wenn Rebecca ins Wohnzimmer ging, folgte Golda ihr nach. Die Klarren klickten in diesem langsamen Rhythmus, der sagte, ich folge dir nicht, ich gehe dahin, wo du gehst. Wenn Rebecca sich nachmittags hinlegte, ließ sich Golda neben dem Bett auf den Boden sinken, mit einem langen Ausatmen, das weniger nach einem Hund klang, der sich niederlegt, und mehr nach jemandem, der nach einer sehr langen Reise endlich angekommen ist. Es war ein Dienstagabend. Rebecca lag auf dem Sofa, ihre Hand auf dem Bauch. Das Baby trat, kräftig, und Rebecca zuckte zusammen und richtete sich leicht auf. Golda, die 6 Meter entfernt geschlafen hatte, war in 2 Sekunden auf den Bändern.
Sie überquerte den Zimmer, schnüffelte einmal an Rebekkas Bauch und legte sich dann direkt neben das Sofa, ihr Gesicht gegen Rebekkas Hüfte gedrückt. Leute, ihr schaut noch, aber habt noch kein Abo dagelassen. Das tut echt weh. Drück auf Abonnieren. Du willst sehen, was nächstes kommt. Mia wurde an einem Donnerstagmorgen im Oktober geboren. 2,7 Kilo, dunkle Haare, Lungen, die einwandfrei funktioniert haben, laut jeder Pflegerin im Kreissaal. Sie brachten sie 4 Tage später nach Hause. Markus trug die Babyschale durch die Haustür und Golda wartete im Flur. Kein Springen, kein Bellen, sie stand einfach da, den Kopf leicht gesenkt, der Schwanz ein vorsichtiges Wedeln. Markus stellte die Babyschale auf den Boden. Golda schnupperte an der Kante des Tragesitzes, dann in die Luft darüber. Dann schaute sie Rebekka an, mit einem Ausdruck, der genau sagte: „Ah, da ist sie ja." Sie legte sich neben die Babyschale und bewegte sich den Rest des Nachmittags nicht mehr. Von diesem Tag an funktionierte Golda nach einem System, das ihr niemand beigebracht hatte. Jeden Morgen ging sie zum Bettchen von Mia und stellte sich daneben. Nicht um hineinzuschauen, sondern um zur Tür zu schauen, als wäre sie auf Posten. Mia wuchs, Golda blieb. Als Mia krabbeln lernte, krabbelte sie jedes Mal direkt auf Golda zu. Golda beobachtete das Baby ruhig, mit einer Geduld, die erwachsene Menschen zu Tränen rührte. Mia schlief dort ein, als wäre das der natürlichste Platz der Welt. Also Leute, genau solche Geschichten sind der Grund, warum diese Hunde gesehen werden müssen. Krass, oder? Der Moment, an den Rebekka sich am meisten erinnert, geschah an einer Nacht im Februar. Mia war 4 Monate alt. Es war 3:09 Uhr. Rebekka wachte durch Goldas Bewegungen auf. Ungewöhnlich, denn Golda schlief sonst wie ein Stein. Sie fand sie an der Tür des Kinderzimmers stehen, die Nase gegen den Spalt am Boden gedrückt, ein leises Geräusch in der Brust, das weder Winseln noch Knurren war. Nur ein Laut, der sagte: irgendetwas stimmt nicht. Rebekka nahm Mia auf die Arme, glühend heiß. 20 Minuten später waren sie in der Notaufnahme. RSV. Sehr früh erkannt, sagte der Arzt. 3 Familien sagten, Golda sei zu viel. Mit der Größe hatten sie nicht Unrecht, auch nicht mit dem Anlehnen, dem Schnarchen, den Pfützen auf dem Boden. Aber mit allem anderen lagen sie falsch. Denn der Hund, den niemand behalten konnte, wurde zum Hund, der nicht weggehen wollte. Der Hund, der 3-mal alleine in seinen Zwinger zurückgelaufen war, wurde zum Hund, der sich um 3 Uhr nachts vor eine Kinderzimmertür stellte und sich nicht bewegte, bis jemand zuhörte. Golda musste nicht lernen, Mia zu lieben. Sie brauchte nur jemanden, der die Tür öffnet. Und manchmal ist das alles, was wir brauchen. Hättet ihr einem Hund eine Chance gegeben, der 3-mal zurückgebracht wurde? Schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo da. Für Golda, für Mia und für alle Hunde, die noch warten.